Ich habe ein Highlight für die Insta-Thricks. Insta-Thricks. Geht los mit dem Invisible Stick. Werden wir mal gucken, ob der dich wirklich unsichtbar macht. Warte. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die Insta360 One R, aber nicht um die Insta, sondern eigentlich so ein bisschen mehr um Zubehör für die Insta360 One R. Und da gibt es richtig coole Sachen. Ich bin sowas von begeistert von dieser Kamera, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ein Käffchen trinken, ein bisschen ruhig, muss man ja irgendwie leben. Los geht's. Und ich habe natürlich kein Auge trocken gelassen, um euch wirklich die besten Sachen zu bestellen, die es für die Insta360 One R als Zubehör gibt. Und Amazon einfach mal von oben nach unten leer bestellt, um das beste Zubehör hier vorstellen zu können. Und als erstes geht es natürlich los. Das ist ein Must-Have, das braucht man wirklich für jede Insta360 Kamera. Das ist der wunderbare Invisible Stick und den gibt es natürlich einzeln, einmal hier sozusagen zum Ausziehen oder als Set. Und als Set habe ich mir geholt, weil ich fand das unwahrscheinlich interessant. Du kannst den nämlich dann gleichzeitig hier noch mit der kurzen Verlängerung erstens als Stativ nehmen. Da schraubst du das hier auf und hast dann sozusagen komplett ein super stehendes Stativ für Zeitrafferaufnahmen oder andere Geschichten. Und gleichzeitig kannst du natürlich unwahrscheinlich schöne Effekte machen mit dieser Kamera, ist uns bekannt. Und diesen wunderbaren Griff kann man auch mal quer anschrauben an die Insta360 One R und dann kann man noch schönere Sachen machen, und zwar, wenn man das dann lang auszieht und über dem Kopf um die eigene Achse dreht, dabei die Kamera anhat, ist das eine unwahrscheinlich coole Einstellung und Spielerei. Also das macht totalen Spaß und da kannst du dann sozusagen hier um deine eigene Achse unwahrscheinlich schöne Dinge in 3D oder mit der normalen Kamera machen, je nachdem wie du möchtest. Das ist die lange Version mit diesem wunderbaren Griff und Stativ, und wer das nicht möchte, es gibt natürlich auch noch eine kurze Version, die ist auch nicht schlecht. Die kann ich ja kurz mal aus dem Karton holen, wenn sie das nicht wieder so zugeklebt haben. Ich hasse diese Aufkleber, wenn man das zuklebt. Und schauen wir mal hier von der kleinen Halterung bzw. den kleinen Invisible Stick, der ist auch okay. Also wer es so groß nicht mag, der kann das natürlich klein machen, und klein ist auch ganz gut, wenn du das aufs Auto schraubst oder ans Fahrrad etc. Hast du dann nicht so eine riesen lange Stange, sondern einfach mal eine kleinere. Man kann sich das aussuchen. Auf alle Fälle das, was ich bestellt habe, was ich euch jetzt gezeigt habe, ist direkt in meinen Shownotes nachlesbar, aber es gibt viele verschiedene Firmen und viele verschiedene unterschiedliche Preise. Sucht euch einfach was aus. Ich habe ein Highlight für die Insta360 One R, und zwar ist das nicht jetzt so ein direktes Zubehör, was du jetzt direkt für die Insta360 One R kaufen kannst, aber es macht Spaß und es ist richtig der Hammer. Und zwar, wenn du dir einfach mal ein paar Euro in die Hand nimmst und so ein ferngesteuertes Auto direkt bestellst, und dann kannst du natürlich hier von diesen GoPro-Koffern, und GoPro-Zubehör gibt es ohne Ende, da gibt es diese aufklebbaren Halterungen. Ich habe mir hier, wie gesagt, so eine GoPro-Halterung direkt aufs Auto aufgeklebt, und dann musst du einfach nur die Kamera hier aufstecken und dann natürlich noch befestigen mit einer Schraube, damit es auch fest ist. Ich mache das jetzt mal nicht, die hält auch so. Zum Zeigen reicht das. Dann hast du natürlich so ein unwahrscheinlich cooles Gefährt, was hier sozusagen an deiner Kamera klemmt, und bei mir ist noch ein bisschen Sand an den Reifen und deswegen ist der Tisch relativ schmutzig, aber macht nichts. Und du kannst natürlich damit richtig Spaß haben. Und wenn du jetzt quasi Kinder hast, ja, und das auf 360 Grad stellst, ey, das ist natürlich ein Hammer, die machen da mit, die freuen sich. Und wenn du keine Kinder hast und deine Freundin, Frau, Lebensgefährte sagt zu dir, du hast doch eine Meise, du bestellst ja hier sozusagen so ein Modellauto, bist du denn ein Kind? So kommen ja meistens dann die Fragen. Dann kannst du ganz einfach seriös antworten, nein Schatz, ich bin kein Kind und ich möchte auch nicht mit diesem Fahrzeug spielen. Ich muss dieses Fahrzeug seriös für Kameraaufnahmen benutzen und muss natürlich dann jetzt mal los und dieses Fahrzeug Probe fahren. Dazu gibt es natürlich auch noch hier eine wunderbare Fernbedienung und gleichzeitig noch einen Zweitakku, ebenfalls wieder verlinkt in meinen Showbeschreibungen. Da gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten für diese Geschichten, hier was draus zu machen. Meins hat ungefähr, 35 Euro gekostet, und für den Preis macht das totalen Spaß. Es ist obergeil und ich zeige euch jetzt mal, wie das so richtig abgehen kann.
Ich finde, das macht richtig Spaß und wer es nicht getan hat, der hat echt was verpasst mit so einem freundlichen kleinen Modellauto und der Insta360 One R. Muss man mal gemacht haben. So, jetzt haben wir natürlich eine ganze Menge Zeug hier rumzuliegen und dieses ganze Zeug muss natürlich auch in irgendeine Hülle beziehungsweise irgendwo reingepackt werden. Man kann es in Pappkarton packen, geht natürlich auch, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, um einfach mal das ganze Ding hier in die Tasche zu packen und da gibt es diese kleine Tasche, da hat man das Ding direkt in der Jackentasche und natürlich auch geschützt. Hier sind diese Ausbeulungen mit drin für diese 360 Grad Linsen, die sich an der Kamera befinden und da packst du das Ding ganz einfach rein, klappst zu, machst den Reißverschluss zu und er geht nicht ganz zu, weil die war natürlich clever, die haben natürlich noch für den Rahmen und dessen GoPro-Halterung hier einfach nochmal Platz gelassen. Das heißt, nachher guckt die GoPro-Halterung ein Stückchen raus, aber deine Kamera ist geschützt und ab in die Jacke oder in die Tasche damit ist eine wunderbare Geschichte. So, jetzt liegt natürlich noch mehr rum und wer so ein bisschen der Fan ist von Taschen, in denen alles verstaubar ist, der ist bei mir genau richtig, weil ich bin auch so ein Mensch, der hat ganz gerne an einem Fleck alles zu dieser Kamera. Und da gibt es einmal diese kleine Geschichte, da kannst du wie gesagt hier 2 Akkus reinpacken, dann die Insta360 One R und natürlich noch das Zweitobjektiv, das ist sozusagen die kleine Geschichte. Hier oben dann die Kabellagen rein mit dem Reißverschluss, das funktioniert auch, ist eigentlich ganz entspannt und kompakt. Haltegriff hast du noch dran. Weiß nicht, ich brauche nicht, aber ansonsten ist das natürlich eine kleine wunderbare Geschichte. So, ich bin der Mensch, ich brauche die großen Sachen und ich brauche die schönen Sachen und hier ist groß und schön miteinander vereint und das Ganze natürlich dann in dieser Hülle, die ist relativ groß, aber dafür hat man alles an einem Fleck. Dann hast du natürlich hier die Möglichkeit, die schicken dir auch gleichzeitig, siehst du, die schicken dir gleichzeitig noch wunderbare Schutzfolien für deine Insta360 One R mit, ist gleich mit inklusive, freut mich natürlich. Aber die Hülle ist viel wichtiger. So, und das ist natürlich eine riesengroße Hülle. Man sieht schon, hier ist wirklich Platz für alles, inklusive auch diesen wunderbaren Insta360 One R Stick und den kann man natürlich reinschieben und gleichzeitig auch nochmal dann das Teil dazu und die Kamera, müsst ihr euch jetzt mal mit dem Rahmen denken und das Objektiv und gleichzeitig ist natürlich auch noch Platz für die Doppelbatteriehaltung bzw. das Ladegerät, was du kaufst und beide Batterien direkt ranmachst zum Laden, wenn du dir sozusagen noch eine Ersatzbatterie mit kaufen möchtest. Also das finde ich persönlich die beste Geschichte, um wirklich hier komplett kompakt alles drin zu haben in dieser Tasche und Link ist natürlich in meiner Showbeschreibung mit drin. Und wer jetzt noch mal wissen möchte, was so andere Firmen produzieren, also direkt nicht Insta360 One R, sondern so Firmen, die hier immer noch ein paar Ideen für diese wunderbare Kamera haben, der möge jetzt dranbleiben. Nun willst du natürlich nicht nur die Insta360 One R irgendwo über diesen Invisible Stick rumkreisen lassen oder andere Dinge damit machen. Manche wollen die auch irgendwo anbauen. Entweder ans Fahrrad oder wie gesagt ans Auto. Fürs Fahrrad nehme ich mir immer so einen freundlichen Wunderarm. Den habe ich noch von meinem Fotozubehör. Das ist wie gesagt so ein Arm. Hier vorne hast du dann direkt so eine Schelle, wo du das Ding irgendwo komplett festklemmen kannst ans Fahrrad und dann oben hier ebenfalls noch alles feststellen und dann hält natürlich auch hier dieser Arm entweder am Lenkrad oder hinten am Sattel oder irgendwo, wo du die Kamera haben möchtest. Du kannst natürlich auch noch die Geschichte mit aufschrauben hier, aber es kann dir passieren, dass das ganze Ding irgendwo so ein bisschen wegknickt. Das ist jetzt nicht für 10 Kilo geeignet. So fürs Fahrrad auf alle Fälle diese Klemme, die kann man dann auch noch abschrauben und andere Schrauben ranmachen. Das ist eine wunderbare Geschichte, kannst du immer gebrauchen, wenn du eine Spiegelreflexkamera hast oder zusätzlich Licht anbauen möchtest oder halt fürs Fahrrad, für die Insta360 One R. Wenn du das Teil irgendwie ans Auto anbauen möchtest, dann ist natürlich nicht viel Möglichkeiten. Hier Stativ, passiert nicht viel, es sei denn, du hast den glücklichen Zustand, du hast ein Schiebedach. Dann kannst du dem Beifahrer das in die Hand geben und dann kann es natürlich losgehen übers Schiebedach. Oder wenn du allein bist, das habe ich jetzt neulich gemacht, es gibt bei verschiedenen Händlern diese Magnetplatten zu kaufen. Link in meiner Showbeschreibung. Und mit diesen Magnetplatten ist es folgendermaßen. Du hast hier in der Magnetplatte schon eine Stativhalterung drin. Hier sind es zwei quasi, einmal Mutti und einmal Papi. Und diese Stativhalterung kannst du natürlich für den Invisible Stick benutzen. Einfach
ganz entspannt anschrauben. Hier auf diese Magnetplatte und dann bist du magnetisch verbunden mit deiner Motorhaube oder wo du das halt irgendwo rauf machen möchtest. Ich habe es direkt mal auf meine Motorhaube gemacht, bin damit ein bisschen rumgefahren. Es sieht natürlich komisch aus, wenn du da sozusagen so ein Teil direkt auf der Motorhaube hast. Aber wer mal so die Straße filmen möchte oder einfach mal übers Feld fahren möchte oder andere Dinge machen möchte, für das ist natürlich das Ding komplett ausreichend. Das gibt es noch in verschiedenen Größen, da hast du dann auch noch solche Batzen von Magnetplatten dabei. Aber immer gucken, wofür das man gebraucht. Und für mich hat sozusagen hier gereicht, mit dieser kleinen Magnetplatte dort direkt auf mein Auto das raufzubauen. Und dann ist es natürlich so, dass du da auch eine ganze Menge Spaß hast und die Leute ein bisschen komisch gucken. Aber wie gesagt, als Idee, wer Lust, Zeit und Laune hat, die Magnetplatten, die halten eigentlich ganz gut. Ihr seht schon, hier auf dem Tisch ist jetzt schon ein bisschen mehr Profi-Zubehör vorhanden. Und im Lieferumfang ist ja dieser wunderbare Plastikkäfig mit drin. Der hält auch, der verspricht unwahrscheinlich Schutz und der macht seinen Job ganz gut. Wer so ein bisschen professioneller unterwegs ist, der überlegt natürlich irgendwann, wie kann ich meine Kamera noch besser schützen, beziehungsweise noch weitere Dinge anbringen. Und da kommt dieses wunderbare Metallcase hier ins Spiel. Gibt es auch in verschiedenen Preiskategorien. Es gibt die Möglichkeit, hier eine Klappe zu öffnen und die Insta360 gleich reinzuschieben. Ich habe mich für die normale Version, für die relativ günstige Version entschieden, und zwar 4 Schrauben und ein silberner Imbusschlüssel. Hier löst du kurz mal die 4 Schrauben, dann geht der Deckel ab und dann schiebst du deine Kamera hier direkt ins Case. Reicht völlig aus. Und an dieser Metallhalterung bzw. an diesem Metallkäfig sind natürlich auch noch wunderbare Fotoschuhe vorhanden, und damit kannst du natürlich dir wieder andere Wege eröffnen, zum Beispiel noch Zubehör mit anbauen. Ich habe jetzt hier mal so ein Akkulicht bestellt, relativ günstig, um die 20 Euro, macht aber eigentlich ganz gut Alarm. Also vom Licht her hast du da wirklich schon eine ganze Menge. Das ist auch nicht mit dem Akku betrieben, das sind ganz normale Batterien, R6 Batterien, die hier sozusagen drinstecken, aber dafür wie gesagt ein günstiger Preis, und je nachdem, was ihr für Anwendungsgebiete habt, also mir reicht das völlig aus. Und dieses Akkulicht kannst du dann über die vorhandenen Fotoschuhe hier direkt mit einschieben und hast dann schon mal direkt eine wunderbare Leuchte, wo du sozusagen hier auch mal abends und nachts einige Dinge aufnehmen kannst mit unwahrscheinlich coolem Licht. So, dann willst du natürlich noch ein Mikrofon haben. Wenn du vlogst oder andere Dinge machst, kannst du dann ebenfalls an den zweiten Schuh hier direkt mit anschieben und aufschrauben. Und schon bist du bei einem kompletten Vlogging-Set. Jetzt noch dann die Halterung unten in die Stativhalterung für deine Hand, und dann siehst du auch schon, dass das richtig professionell aussieht. Ja, damit kannst du sozusagen filmen, damit kannst du vloggen und eine ganze Menge anderer Geschichten machen. Und der gute Ton geht natürlich nicht mit dieser Mini-Klinke hier direkt in die Kamera einzuschieben. Da spendiert dir Insta360 für extra Geld natürlich noch einen Adapter, und dieser Adapter ist vorn USB-C, hinten dann Mini-Klinke, und die Mini-Klinke, die steckst du einfach hier ein, und den USB-C-Stecker, der kommt dann direkt in die Kamera rein, und dann hast du wirklich ein professionelles Vlogging-Set, womit du echt eine ganze Menge machen kannst, und das sieht natürlich nach was aus. Also das sieht nicht mehr irgendwie so aus, als wenn da der Amateur vorbeikommt, sondern hiermit kannst du wirklich auch schon Interviews machen oder andere Geschichten durchführen. Ich finde es schön, deswegen wollte ich es euch mal zeigen. Alle Links komplett hier in meiner Showbeschreibung drin, und jetzt geht's weiter. Für alle, die gern Timelapse-Aufnahmen machen oder so ein bisschen freundliche Schwenks machen wollen, beziehungsweise das richtig fest drehen möchten, ist nicht ein Originalzubehör von Insta360. Nein, das gibt es wirklich im Handel zu kaufen. Das gibt es auch wieder in verschiedenen Möglichkeiten. Hoch bis zu ganz teuer. Ich habe hier sozusagen mal das Mittelmaß genommen. Und zwar ist das ein wunderbares Gerät. Damit kannst du zeitgesteuert Timelapse-Aufnahmen machen und natürlich auch die Kamera etwas um 360, um 180 und
um andere Gradzahlen drehen. Das ist dann auch minutenbar einzustellen. Das heißt praktisch, du kannst ja aussuchen, ob du 30 Minuten oder eine Stunde oder auch Sekunden haben möchtest. In der Zeit dreht sich dann dieses wunderbare Teil hier und du kannst verschiedene Aufnahmen damit machen, welche natürlich, das ist eurer Fantasie direkt überlassen. Es ist da wirklich eine ganze Menge möglich mit der Geschichte. Die dreht sich einfach um sich selber oder wie gesagt um 180 Grad und gerade so bei Timelapse-Aufnahmen macht das natürlich Spaß, wenn du so eine kleine Drehung mit drin hast und das ist total einfach, einmal eingestellt. Hier hinten ist dann sozusagen die Halterung dran für das Mini-USB-Kabel. Damit lädst du das Akku, was sich hier sozusagen direkt im Gerät befindet, einfach nur auf und schon kannst du es einfach in die Tasche stecken und bei Timelapse-Aufnahmen irgendwo hinstellen, 180 Grad eingestellt, 30 Minuten eingestellt, setze dich daneben hin mit einem freundlichen Glas Bier und wartest, bis deine Aufnahmen fertig sind. Je nachdem, wie man das braucht, ich wollte es mal als Vorschlag hier so mit einbringen, das macht für die Insta360 One R, wie gesagt, richtig Sinn bei Timelapse-Aufnahmen oder anderen Geschichten. Gibt es im normalen Handel zu kaufen, direkt auch online in meiner Showbeschreibung. Wer es haben möchte, wen es interessiert, der kann es gerne nutzen. Du kannst die Insta360 One R ja überall mitnehmen, zum Surfen, zum Skifahren. Du kannst damit aus dem Flugzeug fallen, du kannst alles machen mit dieser Kamera. Aber die meisten von uns, die werden natürlich komplett auch mal Fahrrad fahren und dafür ist von Insta360 dieses Bike Bundle hergestellt worden. Und da hast du dann solche Dinger drin, wie zum Beispiel hier diesen Brustgurt. Damit kannst du dann deine Kamera direkt hier um den Körper wickeln und hier vorne hängt sie dann dran und dann geht's los mit dem Fahrrad oder du baust deine Kamera über die mitgelieferte Fahrradhalterung mit an. Und wenn ich von irgendwas Ahnung habe, dann ist das wirklich von Fahrradhalterung, weil ich so viel geschaut habe, bis ich die richtige für mich gefunden habe. Die hier, die ist sogar noch besser als meine und die ist richtig wertig verbaut. Hier ist Metall oben dran, hier ist Schaumstoff mit drin, um den Lenker oder alles andere, wo du sie rumbaust, zu schützen und du hast es relativ einfach. Du machst hier einfach bloß den Verbinder, schraubst diesen Verbinder zu und schon ist das ganze Ding hier fest am Fahrrad. Die haben sie wirklich sehr wertig gebaut. Des Weiteren auch aus Metall und nicht aus Plastik, wie bei den meisten GoPro-Koffern. Dann hier die Helmhalterung direkt an den Kopf, hier direkt ans Köpfchen rangeschraubt. Nein, ins Köpfchen natürlich nicht, aber ein Helm. Und dann hast du sozusagen hier vorne ja deine Actioncam und kannst damit eine ganze Menge Dinge machen. Metall, wie gesagt, wertig verbaut. Und dann hast du natürlich hier noch so einen freundlichen Adapter mit drin, viele Schrauben, alles, was du sozusagen für eine wunderbare Stunt- oder Fahrradgeschichte brauchst, kostet ungefähr um die 20 Euro im Zubehör, ist bei mir direkt in den Shownotes verlinkt. Ich für meinen Teil liebe diese Kamera und hoffe, ich konnte euch jetzt ein paar Ideen zeigen, was man da sozusagen alles noch draus machen kann aus dieser Kamera. Möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Gebt mir gern ein Like bzw. ein Abo oder schreibt mir in den Kommentaren eure Ideen. Was kann man noch so mit der Insta360 und dem nötigen Zubehör anstellen? Würde mich interessieren und alle Links zu den Produkten, die ich euch gezeigt habe, sind natürlich direkt hier unten drinne in meiner Showbeschreibung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und gern bis zum nächsten Video.